Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein U758 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass man das Display relativ einfach tauschen kann. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, auch die kann man einzeln tauschen. Da ist es allerdings so, man muss wirklich alles aus dem Gerät rausnehmen. Also das komplette Gerät öffnen, dann noch das Mainboard rausnehmen und erst dann kommt man an die Tastatur ran. Und beim Touchpad ist es so, das kommt hier zusammen mit dem Topcase. Eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass man hier an so gut wie alles rankommt, ohne das Gerät selber wirklich komplett aufschrauben zu müssen. Und zwar sieht man hier als erstes schon mal den Akku und der funktioniert so, dass man erstmal diesen Regler hier nach oben zieht und auch halten muss. Und dann kann man hier drüben das einfach nach links schieben und dann ist der Akku entriegelt. Und so kann man den auch wieder rausnehmen. Und beim Einbau macht man das gleiche umgekehrt. Der kommt wieder rein. Aber auch hier muss man, um es wieder zu verriegeln, das nach oben gedrückt halten und rüberschieben. Und dann sitzt der hier wieder fest. Also wirklich mega einfach hier den Akku auszubauen und zu tauschen. Und dann gibt es noch zwei Serviceabdeckungen, einmal die und einmal die. Und unter der hier sitzt der RAM und hier kommt man an die SSD ran. Und die werden jeweils von einmal dieser Schraube hier und hier von zwei Schrauben gehalten. Und wenn man die gelöst hat, kann man die Serviceabdeckungen einfach so vorsichtig ein bisschen nach oben machen. Die hier genauso. Und dann sehen wir hier die SSD und hier die beiden RAM-Riegel, von denen jetzt einer leer ist. Und ja, um den RAM jetzt zu tauschen, das geht super einfach. Das ein bisschen nach oben. Und dann zieht man die beiden Klammern hier an der Seite so ein bisschen nach außen. Und das gibt den RAM frei. Und dann kann man den hier aus dem Slot ziehen. Ja, und umgekehrt genauso. Man schiebt den wieder in den Slot zurück und drückt den nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und super schnell erledigt. Bei der SSD ist es so, die sitzt hier jetzt in so einem kleinen Gehäuse. Das kann auch sein, dass hier eine 2,5 Zoll Festplatte eingebaut ist. Wenn man hier von einer 2,5 Zoll auf eine M2 aufrüsten will, dann muss man auf jeden Fall dieses Gehäuse hier mitbestellen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Und die SSD selber wird nur von dieser einen Schraube hier unten gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kommt die hier quasi schon so ein bisschen eine entgegen. Und dann kann man die aus dem Slot nehmen. Und hier zeige ich euch auch nochmal die Abdeckung. Genau, und
Im Übrigen auch, wenn man die Unterseite abnehmen will, sollte man oder muss man auf jeden Fall auch die SSD mit rausnehmen, weil die sonst hier einfach tatsächlich ausbrechen würde. Das heißt, in dem Fall lasse ich die SSD jetzt auch draußen. Wenn man sie wieder einbauen will, dann ist das super einfach. Die kommt hier zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann einfach wieder verschraubt. Aber wie gesagt, in dem Fall lasse ich die jetzt mal draußen. Insgesamt sei hier auch noch angemerkt, dass es zwei verschiedene Schraubenlängen gibt. Und zwar alle Schrauben, die außen um das Gerät herumlaufen und auch die eine Schraube hier unter der Serviceabdeckung sind länger. Und alle Schrauben, wie jetzt hier unter dem Akku zum Beispiel, oder auch die Schrauben, die die Serviceabdeckung halten, sind etwas kürzer, aber insgesamt gibt es eben nur zwei verschiedene Längen, also die einfach getrennt aufbewahren und dann sollte man da keine Probleme haben. Wenn man das komplette Gerät aufschrauben will, wie gesagt, einmal außenrum alle Schrauben, die Serviceabdeckungen natürlich, dann ist eben hier eine unter der Serviceabdeckung und auch hier sitzt noch eine Schraube, die man rausnehmen muss. Und dann eben noch 4 Schrauben unter dem Akku. Auch die müssen alle raus, bevor man das Gerät aufmacht. Ich benutze hier übrigens für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Und das ist super praktisch. Das sind alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und da wir hier nur Kreuzschrauben haben, nehme ich eben auch einen Kreuzschraubendreheraufsatz. Und in dem Fall ein PH0. So, abgesehen von der Tastatur gibt es eigentlich nur einen Grund, wirklich die Unterseite abzunehmen, und das ist der Lüfter. Von Mainboard-Reparaturen mal abgesehen. Aber ich zeige euch das natürlich trotzdem. Und zwar kann man hier, hoffe ich, ganz gut sehen, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Unterseite ist. Und die läuft hier einmal um das Gerät herum. Auch hier vorne kann man das ganz gut sehen. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich mal auf der Rückseite anzufangen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt zu dem Kapitel gesprungen seid, super wichtig, auf jeden Fall die SSD vorher rauszunehmen. Die würde sonst hier wegbrechen. Und natürlich auch den Akku, weil da die Schrauben drunter sitzen. So, und dann probiere ich hier auf der Rückseite zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite zu kommen, um das so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und das kann manchmal ein bisschen schwerer gehen, manche Modelle sind ein bisschen einfacher. Und da geht man einfach so um das Gerät herum. Das kann teilweise wirklich sehr laut knacken, das ist aber echt völlig normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Und sollte das eben mal ein bisschen schwerer gehen, in dem Fall war es jetzt sehr einfach, dann macht man hier auf der Seite einfach in genau der gleichen Art und Weise weiter. Und dann eben auch hier vorne kann man dazwischen gehen und das dann nach oben hebeln. Und so arbeitet man sich um das Gerät herum, bis man die Unterseite dann mit der Hand schon lösen kann. Und dann kann man die einfach abnehmen. Genau, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Genau, und wie man hier sehen kann, ist hier noch das WLAN-Modul. Das hier ist die Platine, die man eben komplett rausnehmen müsste, um an die Tastatur ranzukommen. Und hier sehen wir noch den Lüfter und den Heatsink. Und wie gesagt, den Lüfter kann man auch einzeln tauschen. Und genau das zeige ich euch jetzt. Der Lüfter selber wird nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Das heißt, die müssen raus. Und man muss auch das Lüfterkabel, das hier lang läuft, abziehen. Und in dem Fall schraube ich jetzt erstmal den Lüfter los.
Und dann kann man den Lüfter einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und dann kann man hier mit so ein bisschen Druck dann den Stecker rausnehmen. Und in dem Fall fasse ich den jetzt hier seitlich einfach direkt am Stecker, damit ich da die Kabel nicht abreiße. Und dann kann man den mit ein bisschen hin und her wackeln auch super einfach lösen. Und ja, also echt kein großes Ding. Wenn ihr den Lüfter tauscht und je nachdem wie der geliefert wird, wie rum das Kabel ist, kann man sich hier merken, der Lüfter hat auf einer Seite des Steckers Kontakte und bei dem Modell zeigen die nach unten, wenn man das Kabel wieder verbindet. Und das mache ich jetzt auch in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, erst verbinde ich das Kabel wieder. Da auf jeden Fall darauf achten, dass der Stecker richtig drin sitzt, dass der Lüfter dann auch wieder richtig arbeitet. Genau so. Und dann muss man eigentlich wirklich nur noch den Lüfter wieder auf die Gewinde zurücklegen und verschrauben und ja, hat das ratzfatz erledigt. Um das Gerät jetzt wieder zu schließen, legt man einfach die Unterseite wieder auf das Gerät und drückt das fest. Und da kann man ruhig fest drücken. Es gibt hier überall Einraststellen, auch in der Mitte. Ich check dann auch einmal noch, ich gehe einmal um das Gerät herum, schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist, dass alles fest sitzt. Gerade hier auch. Und dann kann man auf jeden Fall schon mal alles verschrauben, was man hier jetzt sehen kann. Vor allem unter dem Akku. Auch hier die Schraube und auch die Schraube. Und wenn die alle drin sitzen, kann man die SSD wieder einbauen. Da habe ich euch ja schon gezeigt, wie das geht. Dann hier verschraubt. Dann nur noch den Akku wieder einlegen. Und verriegeln. Ja, dann kommen nur noch die Service-Abdeckungen wieder drauf. Auch die werden verschraubt. Und schon hat man das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.